die ganz sehr viel abstrakt Fantasie und Verwirrung, konfus sein können, verwirrend, Unklarheit, realitätsfern, so ein manchmal sehr skurril. Abdriften Die irgendwie. große, Mich, gemischte Palette von es allen ist immer so, möglichen als ob ich von der Gefühlen. Realität Ist so irgendwie eine abgeholt werde ganz und dann eigene Welt für sich. verschwimmt da etwas miteinander. Etwas schlummert in uns. Jeder hat es schon erfahren. Manch einer verdrängt es gerne. Oft scheitern wir daran, es überhaupt in Erinnerung zu behalten. Manch eine möchte es auf keinen Fall missen. In der Regel ist es unberechenbar. Es passiert von ganz alleine, im Grunde jede Nacht. Als Kind strahlte es auf uns eine gewisse Faszination aus und warf bei einigen viele Fragen auf. Gar nicht wenigen stellen sich diese Fragen auch noch, wenn sie den Kinderschuhen längst entwachsen sind. Und gerade auch, weil diese besonderen Erfahrungen, um die es jetzt hier geht, manchmal ganz schön einschüchternd sein können, prägen sie uns. Sie tun dies, ob sie uns nun ganz klar bewusst werden oder ganz schnell trüb verblassen. Ich bin Code Cosmo und in diesem Beitrag dreht sich alles um das Phänomen des nächtlichen Träumens. Also wenn ich an Träume denke, dann sehe ich Farben, weil meine Träume sehr mit Farben in Verbindung stehen. Also ich finde, die Traumwelt ist irgendwie farbvoller als die reale Welt für mich. Wir träumen jede Nacht. Das ist wissenschaftlicher Konsens. Also auch wenn wir uns nicht erinnern, erfährt unser Gehirn eine uns sonst nicht zugängliche Erlebnisebene, deren Input höchstwahrscheinlich mehr Potenzial besitzt und Einfluss auf uns hat, als allgemein vermutet. Über diese nächtlichen Erfahrungen reflektieren zu können, geht jedoch erst, wenn wir uns an unsere Träume erinnern oder unser Bewusstsein sogar so weit schärfen, dass wir uns während des Schlafes des Träumens teilweise oder gar ganz bewusst werden und auf den Traum einwirken können. Ob das Beeinflussen von Träumen allerdings immer sinnvoll und zielführend ist, sei erstmal dahingestellt. Denn was hinter dem Phänomen des Träumens steckt, darüber gibt es die verschiedensten Meinungen und Theorien und im Grunde sehr wenig Gesichertes. Ein weites Forschungsfeld tut sich da jedenfalls auf. Es herrscht ja die landläufige Meinung vor, Träume seien bloß Verarbeitungsprozesse des Gehirns. Doch einerseits restrukturiert sich unsere synaptische Hauptprozessor ständig, auch ohne visuellen Input, selbst bei jedem kleinen Wimpernschlag. Andererseits erklärt diese meiner Überzeugung nach verkürzte Sicht viele Trauminhalte nicht. Unter anderem das bekannte Phänomen prophetischer Träume, welches aufgrund seiner empirischen Häufigkeit schon bemerkenswert ist. Besonders wenn es um den Tod geht, den eigenen oder den nahe Verwandter, treten prophetische Träume gern auf. Ein berühmtes Beispiel ist das des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Abraham Lincolns. Lincoln starb im Jahre 1865 bei einem Attentat. Wenige Tage zuvor wohnte er einem Traum seiner eigenen Beisetzung bei. Zumindest träumte er, bei einer Beerdigung anwesend zu sein. Da ihm erst nicht klar war, wer denn da beerdigt würde, fragte er im Traum einen Wachsoldaten. Dieser antwortete ihm, dass der Präsident durch einen Attentäter getötet wurde. Diesen Traum erzählte er seiner Frau Mary Lincoln und seinem Leibwächter Ward Hill Lemon. Sie sind die Zeugen der Prophetie. Das soll an dieser Stelle nur ein kleiner Einblick gewesen sein in dieses an interessanten Aspekten nicht armen Bewusstseinsfeldes. Es ließe sich sicherlich leicht eine ganze Sendung füllen mit Erlebnissen, Deutungen, Theorien. Ich denke, es lohnt sich jedenfalls, diesen ureigensten frei Haus gelieferten besonderen Bewusstseinszuständen mehr Beachtung zu schenken. Und damit wünsche ich, Code Cosmo, dir an dieser Stelle merkwürdige Träume und interessante Erkenntnisse. Ich bin froh, wenn ich träume. Ich freue mich darüber, wenn ich geträumt habe. Also es gibt mir etwas, das begleitet mich auch manchmal den Tag oder tagelang, wenn es ein guter, interessanter Traum ist, der mich so zum Nachdenken irgendwie anregt und ich versuche den irgendwie zu entschlüsseln und zu verstehen. Träumst du gerade? Hast du dich das schon mal gefragt? Träume ich gerade? Wach auf und spitz die Ohren, denn Linus und ich, wir haben einen weiteren Bericht über das Träumen ausgearbeitet und können doch euch nicht einfach so gehen lassen, ohne vorher auch über das luzide Träumen gesprochen zu haben.
Luzide Träume sind per Definition Träume, in denen sich die träumende Person bewusst ist, dass sie träumt und teilweise den Traum beeinflussen kann. Das Phänomen fasziniert Menschen nachweislich schon seit Jahrtausenden. So erwähnte bereits Aristoteles luzide Träume und der Galenos von Pergamon versuchte sogar, sie als Therapieform einzusetzen. Noch davor wurde das luzide Träumen Teil der spirituellen Praktiken des Yoga Nidra und des tibetischen Bön, beziehungsweise später dann auch des tibetischen Buddhismus. Auch heute noch werden solche Träume in diesen Traditionen praktiziert. Dazu später mehr. Bis 1975 gab es etliche Erwähnungen des Phänomens und bereits die ersten wissenschaftlichen Abhandlungen, obwohl sich diese noch immer lediglich auf Erfahrungsberichte der Probanden stützten. Das änderte sich jedoch am 12. April 1975 um 8 Uhr morgens. Dort schaffte Alan Worsley, seines Zeichens erfahrener Oneironaut, also ein Traumreisender, in einem Experiment von Dr. Keith Hirney Folgendes: Ein Elektrookulogramm konnte eine vorher besprochene Abfolge seiner Augenbewegungen, welche er im luziden Traum ausführte, aufzeichnen. Das funktionierte, weil luzide Träume in der sogenannten Rapid Eye Movement Schlafphase auftreten, in welcher sich der gesamte Körper außer eben die Augen in einer Schlafparalyse befinden. Seitdem wurde das Experiment etliche Male reproduziert und die Technik, im luziden Traum über die Augen mit der Außenwelt zu kommunizieren, wird regelmäßig in Experimenten zu luziden Träumen verwendet. Auch außerhalb der formalen Wissenschaft gibt es eine Menge interessierter Oneironautinnen, welche sich über ihre Techniken und Erfahrungen in Internetforen austauschen. Es gibt verschiedene Gründe, warum sie das luzide Träumen praktizieren. Ein paar davon sind zum Beispiel folgende: Das Bewältigen sich wiederholender Albträume, indem man die Kontrolle über den Traum gewinnt und sich der Angst stellt oder ihre Quelle entfernt. Das Trainieren von Bewegungsabläufen. Hier fungiert das Träumen ähnlich wie eine sehr gute Visualisierung und kann nachweislich die Leistung von SportlerInnen quasi über Nacht verbessern. Die kontrollierte Konfrontation mit emotional schwierigen Thematiken und Situationen. So kann zum Beispiel im Traum mit verstorbenen Geliebten über ihren Tod geredet werden. Purer Hedonismus. Fliegen, mit Prominenten schlafen, teleportieren, schlichtweg Gott spielen. Dies fühlt sich im luziden Traum überraschend realistisch an. Dabei muss allerdings erwähnt werden, dass diese Art der Freiheit für viele OneironautInnen schnell langweilig wird. Ähnlich wie bei einem Videospiel, welches man sich durchs Cheaten versaut, führt ein so entbundener Hedonismus oft zu der Erkenntnis, dass Limitationen und Herausforderungen ein wichtiger und sinngebender Teil des Lebens sind. Während das ein paar der Gründe waren, wie die westliche Welt die Dimension der bewussten Träume erforscht und nutzt, haben Traumreisende in den fernöstlich-spirituellen Traditionen andere Zwecke des Träumens entdeckt. Besonders herausstechen die tibetischen Vorstellungen zu Schlaf und Traum, welche durch das Buch Übung der Nacht von Tenzin Wangyal Rinpoche der restlichen Welt zugänglich geworden sind. Im Mittelpunkt des sogenannten Traumyogas steht dabei das Erlangen von Klarheit über die Welt. Ausgangspunkt ist die Idee, dass die Traumwelt genauso wirklich und unwirklich ist wie unsere Wachwelt und dass alle unseren Erfahrungen und Traumerfahrungen grundlegend aus Unwissenheit entstehen. Im Mittelpunkt der Traumpraxis aus Fernost steht also das Erlangen von Erkenntnissen. Es werden in der tibetischen Tradition 3 Arten von Träumen unterschieden. Zunächst einmal sind da samsarische Träume, also gewöhnliche nicht-luzide Träume, Trübträume. Sie beinhalten die rein persönliche Verarbeitung negativen wie positiven Karmas und speisen sich aus den Alltagsbegebenheiten und aus deren Emotionen. Die Träumenden projizieren rein auf die eigene Erfahrung. Es wird regelrecht davor gewarnt, darin nach höherer Bedeutung zu suchen. Persönlichen Fragen im Wachzustand, die diesen Trauminhalten entspringen, sollte jedoch sehr wohl Beachtung geschenkt werden. Erst der zweiten Kategorie,
die der Klarheitsträume, wird ein Erkenntnispotenzial zugeschrieben. In ihnen ist das Bewusstsein über den Traum mehr oder weniger vorhanden. Die Grundlage dieser Träume ist ein eher objektives und kollektives karmisches Wissen. In diesen Träumen wird die Möglichkeit gesehen, psychische Verletzungen zu heilen, emotionale Schwierigkeiten zu lösen und alte Muster zu durchstoßen. Ebenso kann der oder die Träumende im Klarheitstraum konkreten Rat erfahren, auf Kommendes hingewiesen werden oder einen Status quo erkennen. Zuletzt gibt es noch die klare Lichtträume, die sich eher nur abstrakt beschreiben lassen. Es wird einerseits als ein Bewusstseinszustand beschrieben, der von Traum, Gedanken und Bildern gänzlich frei ist. Seltener jedoch wird er beschrieben als Zustand normalen Bewusstseins in einer non-dualen Wahrnehmung, also frei von Emotion und Urteil. Als wäre das Ich und der Traum ein und dasselbe. Also soweit die Vorstellung aus den jahrhundertealten tibetanischen Traditionen. Und das war es an dieser Stelle auch im Allgemeinen zum sicherlich noch lang nicht erschöpften Thema des Träumens. An diesem Beitrag haben Linus und ich geschrieben und wir haben uns während der Ausarbeitung ab und an die Frage gestellt, träumen wir eigentlich gerade?